Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen nach einer Botschaft für das Jetzt, für das Kollektiv. Was ist hier los? Was sind die zeitnahen Energien? Um was geht es? Was dürfen wir uns angucken? Welche Botschaft darf ich weitergeben? Und ich bin gespannt. Ja, es geht um Neubeginne. Etwas, was neu entsteht. Etwas, was jetzt bevorsteht. Etwas, das neu aufgebaut werden will. Ich habe hier zwei Botschaften. Also zunächst mal geht es hier um die Finanzen im kleineren Bereich. Vielleicht auch um die Finanzen, mit denen wir etwas aufbauen. Mit denen wir irgendetwas investieren, das mit Neubeginn zu tun hat. Für einige geht es vielleicht um das Geld von Kindern, aber es geht auch sehr zentral um eine Botschaft, die hat was mit deinen Emotionen zu tun. Mit Emotionen aus den Kindertagen, mit Emotionen bezüglich Kinder, mit deinem eigenen inneren Kind. Guck mal, hier kommen wir selber. Irgendetwas beschäftigt uns. Irgendetwas möchte angesehen werden, angenommen. Der empfangende Teil in uns könnte hier gemeint sein. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist das Beste, was man tun kann. Und es geht darum, ich würde mal sagen, ein Familienkonstrukt zu überdenken. Möglicherweise geht es hier auch um Gelder der Familien, also nicht nur dein eigenes, sondern das, was alle haben, was für Finanzen eben aufzuwenden sind. Auf der unterbewussten Ebene habe ich hier irgendwie, ich würde mal sagen, einen Kampf. Das kann ein Lebenskampf sein, ein Überlebenskampf oder dass man tatsächlich hinterfragt, wie habe ich das eigentlich bisher gemacht? Ja? Habe ich gekämpft oder habe ich Muster nachgemacht meiner Vergangenheit? Wo habe ich Blockaden, die von mir kommen, die von mir als Kind kommen, die von meiner Familie kommen, die mit dem Thema Geld zu tun haben, versorgt sein. Hier geht es um Hindernisse aus der Vergangenheit, die man sich hier anguckt. Das gute Fundament möchte hier angeguckt werden, ne? Das man hat, das man sich noch aufbaut, das Wissen, worein man was investiert, an Energie, an Seelenkraft, an Liebe, an Selbstliebe, also an dem, was man für sich selber wertschätzt. Und das Vertrauen zu haben, dass dieser Plan auch funktioniert. Ja, aus der eigenen Sicht wird hier gerade ein großer Schatten bearbeitet. Ein Gefühl, eine Emotion, die man schon lange kennt, die immer wieder an die Oberfläche kommt, die vielleicht auch mal so ein unbeständiges Ding mitbringt. Ne? Heute denke ich so darüber, morgen fällt es mir leichter. Das ist keine Emotion, die hier durchgehend ist, sondern die schwankt. Die Intuition ist sehr hoch hier. Auch wenn man selber das Gefühl hat, dass einen Emotionen manchmal aushobeln oder ausbremsen. Es kommen hier aus dem Umfeld Faktoren, die uns auffordern, die Herausforderungen mitbringen.
wo wir vielleicht auch gucken, ne, wo mache ich einen Schnitt, wo verkürze ich was, wo muss ich mehr zu mir stehen, wo sind all die anderen wichtiger als ich selbst. Wunden aus der Vergangenheit, die sich ihm jetzt zeigen oder die hier hochkommen. Es kann auch etwas sein, was du schon vergraben hast, tief in dir. Ein Herzschmerz, eine Verwundung, ein Schnitt, der die Emotionen antriggert, hochholt, ins Bewusstsein holt, für uns auch greifbar. Ich habe vielleicht auch so diese Themen für uns. Was hat mich denn mal getroffen? Wo musste ich mich in die zweite Reihe stellen? Wo hat mich jemand nicht so wertgeschätzt, wie ich es verdiene? Was hängt da noch in mir? Hier ist so diese Befürchtung, wenn ich mich ganz öffne, werde ich verwundet. Andererseits möchte Liebe, Leidenschaft ins Leben, Frieden, Harmonie. Und dann die eigenen Zweifel. Die Karten sagen hier aber auch, sei klug, gucke die Dinge genauer an, denn hier kommt eine Situation, die beendet alles, was nicht klar ist. Du kriegst hier Durchblick, was ist jetzt wichtig, was lief in der Vergangenheit so und warum denke ich, wenn ich ein bisschen öffne, dann wird mich wieder irgendwas treffen. Wo hänge ich noch irgendwo rum? Was drückt meinen Selbstwert? Wo bin ich nicht bereit, eine Transformation zuzulassen? Alles viele Gedanken, viele Überlegungen. Man sieht hier das Beenden von Blockaden, das Beenden von Zweifeln und das, ja, ich würde mal sagen, durchdachte Weitergehen, auch im Finanziellen. Die Fische sind eben nun mal die Karte, ist die Karte, die in 2 Gebieten zu finden ist. Seele und Geld. Es könnte auch sein, dass wir hier aufgefordert werden, Verluste in der Vergangenheit zu lassen. Guckt mal, hier ist das Glück zu sehen, das hier in eine Situation reinkommt. Wir haben den strahlenden Sonnenschein, zu dem wir uns transformieren könnten. Die Karte erinnert uns natürlich auch daran, hell und dunkel, Licht, Dunkelheit, ja, alles gehört irgendwie zusammen. Das eine besteht nur durch das andere oder mit dem anderen. Und es geht um das Wachstum, um etwas Erwärmendes, ein ausdehnendes Gefühl. Und da wird es echt Zeit, dass man hier diese Verwundungen und hier das Ganze, ich nenne es mal nicht Unglück, sondern das, was uns geprägt hat, wo wir eben so unbelebte Aspekte auch haben, weil wir irgendwie Angst haben, dass in der Zukunft sich wieder was entwickelt, wie es schon mal war. Und hier geht es eben darum, dass wir uns damit beschäftigen, zu jubeln und dass die Zeichen auch gut stehen für Glück und Überfluss. Hier geht ein Portal auf, das ist diese Transformation, auf das du oder wir vielleicht auch schon lange gewartet haben. Ein Portal, das Glück bringt, das Gedeihen bringt, das Möglichkeiten bringt, das wieder belebt und Begeisterung mit ins Leben holt. Es geht auch um das Maßhalten mit den Dingen, ne? Damit nicht zu viel oder zu schnell einen da niederlegt. Es kann natürlich etwas sein,
was die Seele erhebt und was dir einfach gut tut und was dich auch über längere Zeit an der guten Seite des Lebens bleiben lässt. Und wir haben hier beim Krafttier noch sehr passend den Maulwurf. Da geht es nämlich eben um festgefahrene Strukturen. Es geht davon, sich vom Verstand und vom Herz leiten zu lassen, sich zu verbinden und zu spüren. Und es geht auch um die Erdung. Ich meine, so ein Maulwurf, der macht Wege frei unter der Erde. Der holt nach oben, was vielleicht auch verborgen liegt. Also sprichwörtlich eröffnet dir der Maulwurf einfach einen Weg, wo du auch an alle deine Sinne oder mit allen deinen Sinnen drankommst, mit der Feinstofflichkeit auch. Es geht schon so ein bisschen auch um eine schamanische Reise, die hier unerkannte neue Kräfte mitbringt. Und es geht tatsächlich darum, das Herz wieder zu hören, sich dem Leben zu öffnen und sich nicht blenden zu lassen von irgendetwas. Und es geht auch um die Helligkeit, ne? Das Licht. Unter der Erde ist es dunkel und da braucht man alle seine Sinne. Und irgendwann hat man dann den Weg so freigeschaufelt, dass man das Licht sieht, dass man durchgekommen ist. Und das ist echt eine wundervolle Energie. Lass mich mal gucken, was wir hier noch mitkriegen. Ja, es dient alles dazu, dass wir hier eine Stärke bekommen, eine gewisse Resilienz, dass wir wachsen können und dass wir eine ganz neue Perspektive einnehmen, wo wir auch dem Abenteuer des Lebens wieder mehr entgegengucken, wo wir auch verstehen, warum was nötig ist, die Lektionen hinter dem Ganzen. Resilienz ist eben auch für mich ein Begriff, da spürst du selber, und es geht ja auch um das Hinterfragen von uns und dem, was wir tun, inwieweit du gut mit dem Leben und den Herausforderungen umgehen kannst. Hier ist so eine Sache, da steht man irgendwo, man hinterfragt sehr vieles, man ist vielleicht auch so ein bisschen gelangweilt von den Dingen. Man fragt sich, was wird denn jetzt als nächstes passieren? Es entsteht eine Stagnation und dann guckt man noch mehr hin und guckt und guckt und guckt. Aber eigentlich ist das eine Zeit, in der man vorbereitet wird auf etwas Neues. Ich habe hier Aufregung und Abenteuer auch mit dabei. Wahrscheinlich geht es auch darum, mal eingefahrene Gleise zu verlassen, sich neue Wege frei zu schaufeln, egal mit welchem Hindernis, das Vertrauen zu haben, dass etwas Gutes entsteht, was außerhalb der Verwundung liegt. Es kann ein bisschen kurios sein. Etwas kommt einem komisch vor. Aber das gehört wohl dazu, zum Entdecken dieser Seite, die wir hier leben sollen. Möchte noch eine oder möchte keine mehr? Nee, da kommt nichts. Dann nehmen wir hier noch eine. Was können wir tun? Haben wir hier irgendeinen Ratschlag, was jetzt gut wäre für uns? Ja,
Das ist sehr, sehr spannend. Das Erkennen des göttlichen Zeitplans. Der göttliche Zeitplan, hier geht man voran. Hier ist man auf den Seelenplan vielleicht ein Stück weit abgekommen oder man hat sich verlaufen in irgendeine Richtung oder man ist hängen geblieben. Und hier sagt dir die Karte einfach, es geht voran, schreite mal voran, du befindest dich auf dem Lebensplan, auf dem du eine Aufgabe hast, die du jetzt zu bewerkstelligen hast. Und eigentlich ist alles okay, weil es ist hier eine sehr stärkende Legung. Also mit neuem Mut, mit neuer Stärke in die nächste Phase zu gehen, den Umbruch zu akzeptieren, auch wenn er sich ein bisschen komisch anfühlt. Und wie der Maulwurf halt auch, der im Dunkeln nicht sieht, trotzdem seinen Weg zu gehen, seine Wege zu offenbaren oder frei zu graben. Ja, hier geht es um die höchsten Herzenswünsche, die Sehnsüchte, das Begehren. Wir haben das Element Erde wieder dabei. Natürlich auch die Sternzeichen, die stark damit verbunden sind oder die Eigenschaften Stier, Steinbock und Jungfrau. Und unten am Deck haben wir die Karte Happiness. Stellt euch das mal vor. Wir haben Feuerelement, Erde-Element, Glück zweimal. Also wenden wir uns einfach dem Prozess zu, der uns das Glück wieder ein bisschen freischaufelt im Leben und das Empfangen pur, würde ich sagen. Ihr Lieben, habt eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch. Bis bald.